useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir mit meinem Farm-Account schauen, wie würde ich als Free-to-Play-Spieler hier in das Heroic Anthem starten und wie würde ich meine Crystals investieren, sodass ihr am weitesten damit kommt. Das ist heute das Ziel. Hierfür bin ich auf meinem Farm-Account, Sorry Du Model, und werde da mit euch im Grunde genommen einmal zusammen ins Heroic Anthem gehen und alle Forschung durchgehen und erklären, warum mache ich das jetzt? Und warum investiere ich jetzt zu diesem Zeitpunkt in diese Forschung? So, nun sind wir auch schon im Heroic Anthem und werden direkt anfangen. Der Anfang, den man immer kennt, ist natürlich, klar, man baut erstmal die Gebäude aus. Und hier gibt es gewisse Stufen, die ich euch nahelegen würde, wo ihr sagt, okay, auf die Stufen sollte ich das Gebäude schon bringen. So. Vom Preis-Leistungsfaktor, gerade am Anfang, wir haben 1,5 Millionen Crystals zur Verfügung, würde ich euch raten, zu sagen, okay, ich gehe erstmal bis Stufe 17 von der Kristallmine. Das liegt einfach daran, dass die Kristallmine euch, egal ob ihr spielt oder nicht, und auch ohne Investition, also nur mit Ressourcen, die ganze Zeit eine große Menge an Kristallen liefert. 17 ist so die Zahl, die habe ich gewählt, da man natürlich gewisse andere Sachen, also gewisse Forschung am Anfang auf jeden Fall mitnehmen möchte und das hinkommt, sofern wir halt die Kristallmine auf 17 machen. Passt es. Deswegen ist im Grunde genommen 17 hier veranschlagt worden, da mir persönlich die Produktion hier in der Kristallmine sehr, sehr wichtig ist. Wie ihr seht, warte ich jetzt nicht auf Hilfen. Ich möchte das einmal im Grunde genommen simulieren mit dem Account. Mit dem Account werde ich natürlich auch nicht Heroic Anthem selber spielen. Die ist jetzt im Grunde nur dafür da, um euch zu zeigen, okay, wie sollte ich als Free-to-Play-Spieler hier in diesem Modus meine Kristalle investieren. Und da man im Grunde genommen sehen kann, wie viele Kristalle ich jetzt wirklich einsetze, grade ich die auch alle ab. Dauert natürlich jetzt einen Moment, ich werde das gleich mal abspeeden für den weiteren Bauprozess, dass wir auch vorankommen und ihr im Grunde genommen sehen könnt, okay, das passt wirklich mit den Crystals. So, hiermit haben wir jetzt unsere Kristallmine auf Stufe 17, bekommen dadurch halt 2700 Crystals die Stunde. Das ist schon relativ solide mit maximal 130.000. Das heißt, wir können auch eine längere Zeit im Grunde genommen unsere Kristallmine voll machen. Wir sind ja Free-to-Play-Spieler, daher haben wir ja auch nicht den Bonus durch die Staffelversorgung. Wenn ihr euch überlegt, ob ihr ein Paket kaufen sollt oder ähnliches, das erste, was ihr immer kauft, ist die Staffelversorgung, die euch 50% hier im Grunde genommen mehr gibt. Bastionsverstärkung werden wir im anderen Video nochmal genauer anschauen. So, nun kommen wir zum zweiten Gebäude, das Kristallforschungszentrum. Dieses würde ich veranschlagen, dass wir das bis Stufe 8 ausbauen. Das ist auch wieder so ein Mittelweg, sage ich jetzt mal, weil klar, jede Stufe bringt uns hier, wie wir sehen, etwas Verringerung der Forschungskosten, aber was viel, viel wichtiger ist, ist im Grunde genommen, dass wir sagen können, okay, wir kommen mit den Crystals so hin, dass wir die wichtigen Forschungen alle schaffen. Und das ist mir persönlich viel wichtiger als diese kleine Reduktion, die wir später gar nicht mehr aufholen können, weil wir dafür am Anfang halt relativ viel verschwendet haben. Die Pakete, die wir alle nicht kaufen, werden uns hier schon gezeigt. Immer ein wenig bitter, aber so ist das nun mal, wenn man halt Lilith nicht Unmengen an Geld schenken möchte. So, 7, 8. 8 ist die Stufe, die wir im Grunde genommen erreichen möchten. Da wasten wir den Booster nochmal für. So, jetzt haben wir im Grunde genommen Stufe 17 und Stufe 8 gebaut. Wie
Wie wir sehen, haben wir jetzt knapp die Hälfte, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als 600.000 Crystals, 640.000 Crystals haben wir jetzt investiert für die Gebäude. Die restlichen 800.000 wollen wir jetzt in die Forschung stecken. Erstmal ein Punkt, der wichtig ist, baut zuerst die Gebäude aus und fangt dann an mit dem Forschen. Grund ist klar, ihr wollt die Kristallmine starten auf Stufe 17 und dann wollt ihr die Ressourcen reinpacken, dass die Ressourcen durchlaufen. Und beim Forschen macht ihr erst auf Level 8 und beginnt dann zu forschen, da ihr dann wirklich die maximale Reduktion für den Moment mitnehmt. Forschungen, die wir machen, sind hier vorne im Grunde genommen die 4 Stück. Die kosten alle gleich viel durch unsere Reduktion. 29.700 und ein paar zerquetschte, sage ich jetzt mal. Die machen wir natürlich alle erstmal auf Stufe 1, nur damit wir weiterkommen. Das sind Kampfforschungen, die sind für uns jetzt in dem Moment nicht interessant. Aber wie wir sehen, ist das relativ teuer und wir haben jetzt die ersten 120.000 wieder weg. Schnelles Marschieren brauchen wir als nächstes, machen wir auch nur auf Stufe 1, da es wie gesagt auch nur eine Durchlaufforschung ist, die wir brauchen, um weiterzukommen. So, hier lassen wir jetzt erstmal Abkommen und so und kultureller Austausch ist später wichtig, lassen wir aber erstmal weg. Größere Lager Stufe 1. So. Barbarenberichte Stufe 1 machen wir als nächstes, denn unser Ziel ist es jetzt im Grunde genommen Skillful Operation, also die Forschung, ja, schöner Missklick, die Forschung geschickte Operation hier, die wollen wir jetzt auf 4 bringen, weil die bringt relativ viel, das wird uns jetzt 4% Forschungsreduktion geben, das heißt, wir müssen 4% weniger Kristalle zahlen, um zu forschen. Warum upgraden wir diese Forschung noch nicht auf Level 5? Ganz einfache Antwort, wir müssen die Forschung davor, also im Grunde genommen Barbarenberichte, müssten wir auf 5 machen und das wäre zu teuer für die ersten 1,5 Millionen Crystals. Es gibt andere Forschungen, die uns dort weiterhelfen für die Crystals direkt am Anfang. So, jetzt haben wir im Grunde genommen hier dieses auf Stufe 4 gepusht. Als nächstes wichtig wird Abkommen. Abkommen, im Grunde genommen, wenn ihr auf der Karte haben wir die Bastion, die kennen wir schon. Wenn wir da die Quests annehmen, bekommen wir mehr Kristalle. Daher wollen wir das auch wieder auf 4 bringen mit unseren Kristallen, die wir noch zur Verfügung haben. Kostet uns insgesamt rund 200.000 minus die Reduktion, die wir haben. Also ich sage jetzt mal 192.000 oder ähnliches. Also wir haben ja fast 5% Reduktion. 10% wären 20.000, 5% wären 10.000. Da wir ein bisschen drunter haben, sind wir bei 92.000 und ein paar Kristalle, damit wir diese Forschung im Grunde genommen auf Stufe 4 bringen. So, nun gibt es verschiedene Optionen. Kultureller Austausch wird später auch noch wichtig, würde ich erstmal auslassen. Ich würde euch nahelegen, gerade als Free-to-Play-Spieler, Plünderung weiterzumachen. Das heißt, wir machen jetzt Erste Hilfe auf Stufe 1. Das geht relativ günstig, da wir eine gute Reduktion mittlerweile haben. Anschließend pushen wir Plünderung auch wieder auf 4. Für die größeren Spieler, die mehr Geld investieren, die sparen sich immer jetzt diese Ketten auf, die ihr bei den Bastionen bekommt, womit ihr KHs beschwören könnt. Aber gerade als Free-to-Play-Spieler sind für euch diese Kristalle mega wichtig, die ihr aus diesem Boss bekommt. Da würde ich euch raten, diese Forschung mitzunehmen auf Stufe 4. Das kostet einige Crystals, also wir werden gleich am Ende sein. Das ist die letzte Forschung, die wir direkt am Anfang mit unseren 1,5 Millionen Crystals machen können. So. Damit sind wir jetzt im Grunde genommen durch. Das sind die Forschungen, also so würde ich unsere ersten 1,5 Millionen Crystals investieren. Der große Vorteil von dieser Auswahl ist, Bastionsquest machen wir täglich 15 Stück. Da bekommen wir jetzt 26% mehr Kristalle. Des Weiteren sind generell unsere ganzen Forschungen ab jetzt günstiger. Und die Plünderungen von den KH-Bossen geben uns auch mehr Kristalle. Das ist das, was ihr im Grunde genommen täglich macht. Das sind die täglichen Sachen, wo ihr viele Crystals bekommt. Daher pushen wir das zuerst. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich habe meine ersten 1,5 Millionen investiert, was sollte ich jetzt machen? Ihr habt im Grunde 2 Optionen. Ihr könnt entweder weiter in Forschung investieren, da würde ich halt darauf bauen, dass ihr sagt, okay, ich bringe entweder
Plünderung oder skillvolle Operation, also geschickte Operation, bringe ich weiter auf Stufe 5. Dafür müsstet ihr Barbarenberichte oder auch Erste Hilfe jeweils auf 5 bringen, damit ihr den hier auch auf 5 bringen könnt. Das Abkommen sowie kultureller Austausch würde ich nicht auf 5 bringen, da ihr schnelles Maschinen und damit halt alle Forschung hier vorne auf 5 bringen müsst, würde ich auslassen. Also 4 von 5 die Forschung. Kulturellen Austausch könnt ihr auch sehr gut machen. Ihr bekommt mehr XP von euren Bastionen und damit bekommt ihr auch eine schnelle Produktionsgeschwindigkeit in eurem Gebäude. Option Nummer 2, wenn ihr sagt, okay, nee, Forschung, ich sehe ja den großen Mehrwert nicht, ist meiner Meinung nach immer noch die Kristallmine. Wenn ihr sagt, okay, mit dem Forschung bin ich zufrieden, ich bekomme erstmal erhöht all das, was ich haben muss, würde ich euch raten, als Option Nummer 2, inklusive Stufe 22 zu machen. Ja, das kostet euch eine Menge Crystals. Insgesamt sind wir da bei einem Kostenpunkt von mehreren 100.000 Crystals, also fast 1 Million, glaube ich sogar fast. Also die kosten relativ viel, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Insgesamt sind das 455.000 Kristalle, die wir investieren müssten, um das Gebäude von 17 auf 22 zu bringen. Wir bekommen 3050 Kristalle pro Stunde mehr, plus die Buffs, die wir noch durch die Bastion bekommen. Der große Vorteil ist, wir müssen dazu nicht spielen. Gerade wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind in der Offline-Phase, das heißt, wir können jetzt beispielsweise nicht durch die KHs mehr Punkte machen, dass wir sagen, okay, wir upgraden erst das hier, 9%. Wir können pro Tag, je nachdem wie viel Glück wir haben, so 5 bis 7 bis 8 KHs bekommen aus den Bastionsquests. Auch bei den Bastionsquests selber sind wir natürlich auch wieder limitiert auf 15 pro Tag. Das heißt, das ist auch ein bisschen Glückssache, wie viel wir daraus bekommen. Gerade bei der Mine haben wir den Vorteil, dass es im Grunde genommen konstant ist. Wir müssen nur normale Ressourcen investieren. Deswegen wäre mein Favorit zu sagen, okay, die nächsten Tage konzentriere ich mich hier erstmal auf die Kristalle von der Kristallmine. Das heißt, ich upgrade jetzt auf Stufe 22 und danach arbeite ich im Forschungszentrum daran, skillvolle Operationen auf 5 zu bringen. Zuerst, also Barbarenberichte zu maxen, dann skillvolle geschickte Operationen. Anschließend Erste Hilfe auf 5 und dann Plünderung auf 5. Wenn ihr damit fertig seid, würde ich trotzdem nicht den Anfang machen. Ich würde dann sagen, okay, ihr müsst dann, sobald ihr das fertig habt, müsst ihr dann das Forschungszentrum auf 12 bringen. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr auch erst geschickte Operationen und Plünderung 5 machen. Das heißt, erst wenn ihr die beiden erledigt habt, könnt ihr dann die beiden auf 5 upgraden. Das heißt, der Job wird sein, sobald ihr eure Mine, wenn ihr die Mine machen wollt, geupgradet habt, fangt ihr mit den Forschung dort vor an. Und sobald ihr das fertig habt, sagt ihr dann, okay, ich gehe über und mache die Forschung auf 5. Das könnt ihr erst mit Forschungszentrum Stufe 12 machen. Wenn ihr dann hier weiter forschen wollt, ab diesen Forschungen, gehärtete Klingen, da braucht ihr schon Forschungsstufe 16. Das Zentrum braucht ihr also auf 16. Ich denke, das wird schon relativ lange dauern als reiner Free-to-Play-Spieler, deswegen würde ich raten, konzentriert euch auf die Forschung hier, macht die Kristallmine so hoch wie möglich und arbeitet euch nach und nach vor.